Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. Kennt ihr schon diesen Sound? Jetzt aber Spaß beiseite. Kennt ihr diesen Sound? Dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Denn heute wechseln wir den Anlassermotor. Ach ja, natürlich erst den Batterieladezustand prüfen. Wenn die Batterie vollgeladen ist und in Ordnung ist und ihr trotzdem dieses Problem habt, dann ist das Video für euch. So, ich bin jetzt kein Experte, aber soweit ich weiß, liegt es hier an den Kohlebürsten. Das sind hier die Teile. Die liegen hier an, wenn es so drin ist, und nutzen sich ab. Und wenn die abgenutzt sind, dann hat der Motor nicht mehr genug Leistung. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Falls Experten unter euch sind, belehrt mich gerne eines Besseren. Warum wechseln wir also nicht einfach die Kohlebürsten? Sind ja so kleine Teile. Na, einmal, weil es eine sehr fummelige Arbeit ist, den Motor auseinander und wieder zusammenzubauen. Und zweitens, die Kohlebürsten kosten, wenn überhaupt, dann nur geringfügig weniger als der ganze Motor. Das heißt, die kosten ungefähr, wenn man die so bestellt, mit Versand ungefähr 10 bis 15 Euro. Das Teil kostet auch um die 15 Euro, also komplett der Motor. Also wechseln wir heute komplett den Anlassermotor. Der Anlassermotor sieht ungefähr so aus. Und sitzt bei den meisten Rollern unter dem Helmfach. Das Helmfach lösen wir wie immer mit den 4 Schrauben hier und dann hier eine. Bei einigen anderen Rollern gibt es hier noch eine. Und da ist schon der Anlassermotor. Da, dieses Teil hier. Das kann man von der Seite auch hier sehen. Er steckt einfach im Motorblock auf dieser Seite. Und auf der Seite unter dem Kickstarter-Deckel. Das habe ich jetzt gelöst. Das hängt also nicht einfach so lose rum. Guckt er hier raus. Das ist der Anlassermotor. Wer jetzt bei seinem Roller reinguckt und sagt, oh mein Gott, ich habe keinen Anlassermotor, keine Sorge. Bei einigen anderen Rollern ist der unter dem Kickstarter. Müsste dann also nicht hier oben sichtbar sein, sondern unten oder auf dieser Seite, abhängig vom Modell. Dann sieht aber auch der Anlasserfreilauf, das ist dieses Teil hier, anders aus. Der Anlassermotor steckt also so im Motorblock drin, ist auch mit 2 Kabeln versehen. Einmal führt ein Kabel zur Masse, entweder hier oder auf der Seite. Das ist dieses Kabel hier. Da sehen wir, der führt da zur Masse. Und einmal ein Kabel ist das Pluskabel. Das sehen wir auch hier. Die beiden Kabel müssen wir lösen. Das Massekabel einmal, indem wir die Schraube aufmachen. Die müssen wir sowieso abmachen, um den Motor rauszuholen. Einmal die und einmal die hier. In meinem Fall und bei den meisten China-Rollern löst man die Schrauben mit einem 8er Steckschlüssel. Verzeiht mir, dass der Roller gerade so dreckig ist. Es hat die letzten paar Tage geregnet und ich muss ihn trotzdem benutzen. Ich werde ihn aber sicher noch waschen. So, die Schrauben sind jetzt gelöst. Wer den Anlassermotor nicht regelmäßig wechselt, wie ich, weil ich den Roller viel nutze, bei dem wird er ein bisschen feststecken. Den kann man hier irgendwo unterhebeln oder mit ein paar leichten Hammerschlägen lösen. Dann geht er auch schon einfach rausziehen nach hinten. So. Achtung, hier muss eine Gummidichtung sein, die ist jetzt nicht mit rausgekommen. Also ist die noch irgendwo da. Die nehmen wir auch mit raus.
So, das Pluskabel ist jetzt in diesem Fall mit einer Schraube hier befestigt. Die können wir einfach rausdrehen. Jetzt soll der Anlassermotor, den ich bestellt habe, laut Beschreibung zu dem Roller passen. Jetzt sehen wir aber, das Plus wird anders angeschlossen. Hier mit den Schrauben. Und auch auf der anderen Seite das Pluskabel ist anders als hier. Hier ist er mit einem Stecker angeschlossen. Hier wird er auch angeschraubt. Das ist aber kein Problem, wenn die restliche Bauform stimmt und die stimmt hier überein. Dann machen wir einfach das Kabel hier ab, komplett ab. Das brauchen wir nicht. Und an der Stelle muss ich sagen, Glück im Unglück. Das Gewinde passt hier perfekt rein. Also kann ich den Anlassermotor hier einfach draufschrauben. Zu sehen, dass es auch fest sitzt. Bei wem das nicht der Fall ist, wenn hier das Gewinde zu klein ist, beziehungsweise dieses zu groß ist, kann man hier entweder ein bisschen weiter aufbohren und dann mit einer Gegenmutter, da war ja noch eine zweite Mutter dazu, mit einer Gegenmutter fixieren, oder aber diesen Aufsatz hier vom Kabel komplett lösen und den mitgelieferten einfach draufziehen. So, das werde ich jetzt auch noch mit einer Mutter fixieren. So, die Fläche, wo der Anlassermotor reinkommt, kann man noch so ein bisschen reinigen, dass da nichts zwischen ist, kein Dreck wie bei mir. Und jetzt kommt der Anlassermotor einfach, aufpassen, dass die Dichtung noch da ist. Jetzt einfach mit dem Pluskabel nach oben einfach reinstecken. Kann sein, dass ihr ein bisschen Gewalt anwenden müsst. Bei mir läuft es hier. Nicht vergessen, bevor ihr den Anlassermotor anschraubt, auf einer der beiden Seiten, entweder hier oder da, muss das Massekabel dran. Auch hier wie bei allen anderen Bauteilen nicht erst eine Schraube komplett bis zum geht nicht mehr festziehen und dann erst mit der anderen anfangen, sondern die Schrauben nach und nach festziehen, damit sich der Anlassermotor nicht verzieht. Abhängig davon, wie viel und wie oft ihr schon gekurbelt habt, könnte man auch den Anlasserfreilauf wechseln. Das ist dieses Bauteil hier. Bevor wir alles zumachen, müssen wir natürlich sicher gehen, dass alles funktioniert. Und schon funktioniert unser E-Starter wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es so ist, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal hier abonnieren, um weitere Videos, weitere Tipps nicht zu verpassen. Ja, in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.